Ja, ne, Dank. Mit der Dings. Okay. Das ist richtig. Bahnsteig 4, Westbahnhof und Westbahnhof fährt ein. Okay. Ja, das ist ja. Eins, zwei. Jawohl. So, einen wunderschönen guten Morgen. Genau das gleiche wie letztes Jahr. Die Dame möchte ich einmal kennenlernen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass so viele da sind und so viele gekommen sind. Ein paar sind schon unterwegs, weil ich kann nur eines sagen, wir haben heuer fast das doppelte Anzahl von Anrufern und von Spendern wie letztes Jahr. Das heißt, ihr habt eure Sache gut gemacht und darum wird es heuer wahrscheinlich, so wie es ausschaut, immer besser. Mittlerweile machen wir es ja schon zum zweiten Mal, das hat Tradition. Oder ist es noch nicht Tradition, fast Tradition. Und es freut mich wirklich total, dass wir in dieser Tradition auch immer wieder Menschen überzeugen können, dass wir wiederkommen dürfen. Und das Einzige, was ich sagen muss, müssen wir ein bisschen aufpassen, irgendwas dürfen wir falsch gemacht haben, weil die Geschäftsführerin vom letzten Jahr hat relativ zügig danach gekündigt. Ich hoffe, dass wir nicht schuld sind. Aber wir haben eine ganz tolle Hausherrin wieder bekommen, die uns total unterstützt. Das ist die Miriam und die darf ich zu mir auf die Bühne bitten, die Chefin des Hauses. Und das war so lieb, weil ich gesagt habe, dass wir gern wiederkommen würden. Hat sie gesagt, na, das ist eh schon im Budgetplan drin. Und das ist halt so super, weil es ist halt nicht so einfach immer, dass alles rundherum passt. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist irgendwie draußen diese Baustellen. Du müsstest noch irgendwie Vizebürgermeisterin werden. Das mit Grün passt nicht ganz. Weil da draußen die eine Baustelle, diese Verengung, die brauchen wir nächstes Jahr weg, bitte. Okay. Gut, das können wir ja alles organisieren. Ich will mich für den Posten dann nächstes Jahr bewerben. Vielleicht klappt das dann auch, sodass wir das organisieren können. Vielen Dank an alle Harley-Fahrer, an alle, die heute da sind und unermüdlich im Einsatz sind für euch, für uns als Bahnhof City Wien West. Wir sind froh, dass wir als Unternehmen, als Bahnhof City, als Shopping Center auch mal so eine Plattform bieten können. Und wir sind froh, dass ihr da seid und ihr seid auch für nächstes Jahr schon wieder eingeplant. Auch nächstes Jahr. Du bleibst mir jetzt noch da. Ich darf jetzt auch Tradition geworden, unseren Herrn Dompfarrer zu uns bitten, der sich's nicht nehmen lässt. Letztes Jahr habe ich ihn ja ein bisschen überrumpelt. Da dürfte SMS nicht durchgegangen sein, das ist die einzige Ausrede, was mir einfällt. Heuer haben wir eigentlich gleich schon richtig kommuniziert, also so. Und er ist so super, dass du die Zeit übernimmst. Das ist so ich war dann so, hab's dann an jeden erzählt und es ist, ich weiß nicht, wie du das machst. Ich sage da ohne Farbe und jeder freut sich. Das ist eine Eigenschaft, ich weiß nicht, wie du das machst, aber das muss man können und du kannst es eindeutig. Eigentlich, wenn du Sänger wärst, ja, wärst du wirklich super reich, weil das ist so dieses Karma, das du ausstrahlst wahrscheinlich. Dankeschön, lieber Roland. Ich bin gern wieder gekommen, dass ich euch in dieser Aktion unterstütze, dass ich meinen Segen dazu gebe und was kann es Schöneres geben, als Botschafter der Liebe Gottes zu sein? Höchstens noch eine wunderbare Ehefrau zu haben, so wie du sie hast und wie ich euch getraut habe, Roland. Aber sonst als Botschafter der Liebe Gottes unterwegs zu sein, um das, was an Guten wächst, zu heben, mit Gott in Verbindung zu bringen und dadurch hoffentlich fruchtbar zu machen. Und das, was ihr macht, dass ihr für Kinder mit eingeschränkter Mobilität sorgt, mit dem, was für eine Harley einsteht. Mit Harley kann man mit Genuss
kann man mit Freude von A nach B fahren und wieder zurück und kann sehr vieles damit verbinden. Ihr seid unterwegs, um Kindern in ihrer Mobilitätseinschränkung Brücken zu bauen, etwas zu überwinden, dass sie gesünder werden, dass sie Heilbehelfe bekommen, dass sie zu Operationen gebracht werden, die ihnen eine Möglichkeit bieten, wieder ganz am Leben teilzunehmen. Das ist eine wunderschöne Aufgabe, die segne ich gerne. Das ist eine Botschafteraufgabe. Ihr seid alle als Halle-Fahrer, die dazu beitragen, und jeder Sponsor, jeder, der ein Haus bietet für so eine Aktion, ist ein Botschafter, eine Botschafterin der Liebe Gottes, wo Kindern Hoffnung aufsteigt, wo Kindern einfach eine Lebensspur erkennen können, dass sie wirklich beim lieben Gott gut aufgehoben und wohlgelitten sind. Und er will, dass jeder von uns beiträgt, dass es mehr Heil in dieser Welt gibt. Und dazu habt ihr gerne meinen Segen, dazu habe ich mir gerne meinen Bad stehen lassen. Nicht den 5-Tages-Bad wie bei dir, Roland, ich habe es heute nur für bis zu Mittag geschafft, aber schauen wir, was der Baba heute kann. Und wir werden uns auf die Halle draufsetzen und einen Beitrag hoffentlich liefern, dass viel Geld zusammenkommt für Kinder in eingeschränkten Mobilitätsverhältnissen, dass sie heil werden. Herzlichen Glückwunsch und meinen Segen habt ihr dazu. Vielen, vielen Dank. Ich hätte jetzt eine große Bitte. Der Andreas Wessely, mein zweiter Obmann, dass der zu mir kommt. Und zwar, wir haben schon was vorbereitet, die Westen vorbereitet. Wo sind wir? Vielleicht, wenn du hilfst, dass wir es... Größenmäßig haben wir es wie? Ja, wir haben es jetzt, glaube ich, richtig angepasst. Wie es wird. Bitte, ist das super? Nicht zumachen, ist nicht lässig. Ist nicht lässig. Ja? Perfekt. So, Noch ein bisschen rüberdrehen, ja? und jetzt, Und einmal dann zu mir kommen. und jetzt darf ich das vielleicht gleich nutzen. Komm her. Es kennt ihn eh keiner, ein paar kennen ihn. Ja. Ossi, wir dürfen heute auch noch was abholen, haben wir gehört. 500 Euro. Wo? In der Filiale Heringstädter Lände. 500 Euro, vielen, vielen Dank. Danke, Ossi. Und 500, wenn du den Bord rasieren lässt. Von der Firma, die uns immer alle Drucksorten kostenlos zur Verfügung stellt, lieber Michael, danke. Irgendwie vergiss jetzt sowieso. Und der Manfred muss auch noch schnell was sagen, ganz dringend, der Herr Trinkel, dass er die Foto, du komm auch schnell rauf, weil das sind deine Fahrer, das sind die, die du alle anrufst, wo du dahinter bist, die du sigierst, wie du immer so nett sagst. Und einen haben wir auch noch da, der kommt jetzt noch schnell zu uns. So, grüß euch, schön, dass ihr alle wieder da seid, so zahlreich, und viele von euch waren im letzten Jahr schon dabei. Super, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ihr seid wirklich die Stütze dieser Charity. Ohne euch würde man das gar nicht schaffen, weil der Roland und ich, wir können zwar fahren, aber wir fahren gern zu einem Wirten und bleiben dann wahrscheinlich dort auf ein Bier sitzen und die Geschichte war gegessen. Ihr macht das nicht, das finde ich super von euch. Ganz toll finde ich das von den Wiener Harley Riders. Lieber Gerhard, kommt zu mir. Ich glaube, ihr habt uns auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ihr unterstützt uns nicht nur, schon wieder, sondern ihr habt uns auch noch was mitgebracht. Komm her zu mir, mein Gerhard, erzähl mal was. Ja, wir haben uns entschlossen, eine Spende an den HOCC zu geben. Und nicht nur mit unserer Kraft das Ganze zu unterstützen, sondern auch ein bisschen finanziell. Und ich übergebe da 500 Euro von unserer kleinen Fahrgemeinschaft. Vielen, vielen, vielen Dank. Also man sieht,
Dann darüber noch, ja. Zu mir mal? Da nicht schauen, da oben links. Oder? Uhrzeigersinn, ja. Noch ein Willi. Ich bin da zu unserem Rendezvous. Ja, Da schaust du, ja? ja, ich wollte das sagen. Ja, okay. Die lassen sich nicht ärgern. Nein? Die ganzen. Haben wir nicht gedacht? Gut. Das ist denn so wurscht, ja? Aber jetzt. Jetzt posten wir Ja, genau. So. Immediately. Da bleibt nicht viel über, gell, wenn sie alle 3 spielen. Geht schon? So geht's das jetzt? Nein, gegen eine freiwillige Spende, da gibt es ja mehr schon dann nachher. Also dann kommt sie Kinder zugute. Und wenn er gleich zugefahren.